Hallo liebe Zuschauer, wie jedes Jahr mache ich meine Kostenanalyse. Wir sind ja im 5. Monat jetzt 2023 und ich habe schon die Listen ein bisschen überarbeitet mit den aktuellen Preisen, damit ich nicht so viel zu ändern brauche. Hier oben ist es ganz wichtig, dass wir den Wechselkurs eintragen, 37,5. Bitte vergesst nicht, wir hatten schon für 4 Jahre mal 32,6. Und wir machen nachher mal ein Experiment, dann bringe ich mal wieder diesen alten Wert da rein und dann sieht die Welt anders aus. Da mussten auch viele Pharangs oder Expert das Land verlassen, weil sie nicht mehr das nötige Geld hatten. So, hier seht ihr ein Kreuzchen für die Einzelperson. Ihr könnt das Kreuzchen auch reinsetzen für Ehepaar und Ehepaar mit einer thailändischen Frau. Dann sehen nämlich die Kosten, die man haben muss und nicht die Kosten, die Wertstellung sehen denn schon ganz anders aus. Aber wie gesagt, wir machen das heute für die Einzelperson. 800.000 muss man im Jahr nachweisen. Das kann ein kompletter Betrag sein von 800.000 auf dem Konto, dann ist es relativ einfach. Oder man hat eine Rente und dann muss man aber 66.700 Baht im Monat an Rente haben. Das haben wohl die wenigsten, also ist das bei den meisten. Die haben also eine Rente und ein Guthaben auf einem Konto hier, was auch der Immigration vorgelegt wird für die Ermittlung der 800.000. Ich habe jetzt mal hier eine Rente oder ein Einkommen eingegeben von 1.500 netto. Das kann also auch die Rente sein, das kann eine Pensionskasse sein. Alles das, was lebenslang ihr bekommt, könnt ihr hier zusammen addieren. Das müsst ihr sowieso dann zum Honorarkonsul hier in Thailand schicken. Da sind also verschiedene. Und die machen dann das Schreiben fertig für die Immigration zum Nachweis, wie viel hat man eigentlich. Und das wird dann auch gleich übersetzt. So, wir haben hier 1.500 Euro Rente oder Einkünfte. Dann sehen wir schon gleich, wir haben 125.000 zu wenig. So, das ist hier unten der rote Betrag und der muss jetzt irgendwo auf einem Konto sein. Und bitte bringt mehr rein, weil ja auch der Wechselkurs da ist. Nämlich 3 Monate vorher muss das Geld schon auf dem Konto sein. Und wehe, das ist dann wegen dem Wechselkurs weniger, hatte ich schon mal, dann kommt man nämlich nicht auf die 800.000 und dann darf man ins Ausland, dann muss man erstmal ein Touristenvisum beantragen und dann hat man die Zeit, denn 3 Monate vorher für die Aufenthaltsgenehmigung eben halt das zu verlängern. So, und dann gehen wir jetzt mal zu den Kosten. Also, der größte Batzen ist natürlich Miete, Kondo, Haus und so weiter. Da habe ich natürlich 17.000 mal eingetragen. Das ist also der Preis, den ich für mein Haus bezahle. Das ist relativ viel, sagen viele. Aber dafür habe ich die wunderbare Aussicht hier auf die ganze Inselgruppe mit schönen Palmen davor. Und man kann aber auch sagen, so 10.000, 12.000, da hat man schon ein vernünftiges Haus, also ungefähr dieses Haus hier, aber woanders. Ich bezahle also on the top die Aussicht mit. So, dann hat man also hier, und da könnt ihr also, überall wo blau ist, könnt ihr also auch selber ändern. Dann haben wir Strom, da bin ich so bei 2.000 Baht. Und ich bin da nicht sparsam mit dem Licht. Ich habe immer die Außenbeleuchtung auch an und Klimaanlage. Das ist also schon ein guter Betrag. Dann hat man Gaskosten, wenn man also eine thailändische Freundin hat und die kochen gerne und man hat einen Gasherd, da kann man etwa mit 400 Baht im Jahr rechnen. So, und dann kommen wir jetzt noch Unterhaltskosten. Ich habe mal 1.000 Baht angegeben, das sind ja 27 Euro, ist ja nichts. Ja, 27 Euro, ihr seht auch ganz rechts in der Spalte, da ist es auch gleich in Euro an Investitionskosten, was hier im Haus anfällt. So, und dann haben wir dann nochmal eine Putzfrau. Ich habe eine Putzfrau, die kommt 4 Mal, der bezahle ich 500 Baht. Und ja, einen Gärtner habe ich auch normalerweise, aber im Moment nicht mehr, weil keine da sind. Da bezahle ich normalerweise 400 bis 500 Baht. Ich habe ein sehr großes ringsrum Grundstück. Ich selber
brauche dafür 2,5 bis 3 Stunden mit dem Kantenschneider, um das eben halt sauber zu halten. Ja, und wenn man einen Pool hat, da sind halt also zusätzliche Kosten. So, beim Roller, da habe ich also 900 Baht angesetzt für die Versicherung. Ich habe nicht nur die staatliche Versicherung, die fast gar nichts kostet, ich habe auch noch eine private dazu getan, die also eine höhere Absicherung hat, auch für den Beifahrer. Da sollte man auch dran denken. Dazu habe ich also auch noch zusätzliche Filme gemacht unter dem, wie heißt er nochmal, unter der Liste, unter der Playliste Versicherungen, das kann ich mal hier oben verlinken. Und da habt ihr da alles drin. So, und dann hat man nochmal tanken. Ich bezahle so 230 Baht, wenn er leer ist, 4-mal im Monat. Da bin ich also schon ziemlich gut rumgefahren und Reparaturkosten 250 Baht. Dann hat man vielleicht auch ein Auto, Versicherung und Steuern. Da kann man so, das hängt jetzt davon ab, was das für ein Fahrzeug ist. Wenn man zum Beispiel wie ich einen Ford Everest hat, der ist in der Klasse 1 versichert, ist also mit Vollkasko. Da kann man also so mit 16.000 Baht rechnen. Und der alte Vitara, vielleicht der eine oder andere kennt den noch aus meinen vergangenen Filmen, der war Klasse 4 oder 5 war das, den konnte man nur mit 5.500 im Jahr versichern. So, das lassen wir aber mal raus, weil braucht man eigentlich nicht. Das ist reiner Luxus oder man benötigt ein Auto. Das lassen wir mal raus, sonst sind wir gleich in den roten Zahlen. So, dann gehen wir mal einkaufen. Ich gehe 4-mal im Monat einkaufen für etwa 1.600 bis 1.900 brauche ich da, und dann setze ich hier für Kleidung 1.500 an. Das ist also auch wechselhaft, das, was ihr da hört, das war mein Hund. Da musste gerade mal den Jam reinlassen. Der hat mitbekommen, dass hier die Klimaanlage eingeschaltet ist und das liebt er auch. Wo waren wir hängen geblieben? Bei der Kleidung, 1.500 Baht etwa. Dann haben wir noch Sonderkosten, diverses 1.000 Baht und 1.000 Baht Hobby, wie gesagt. Blau, können alles selbst eintragen. Dann haben wir Visumkosten, das sind 1.900 Baht ungefähr, die muss man bezahlen. Aber das ist ein Visum, wo man nicht mit bzw. einreisen kann. Multiplay, das ist also teurer, das kostet glaube ich 7.000 Baht. Das ist so für diejenigen, die immer wieder mal nach Deutschland wollen oder irgendwo sonst hier Urlaub machen. Da ist es eben halt teurer. Ansonsten, wie gesagt, 160 Baht im Monat. Dann kommen die Arztkosten ambulant. Man muss hier alles Cash selber bezahlen. Wenn man zum Zahnarzt geht, dann bezahlt man für eine normale Blombe so um die 1.000 Baht. Und wenn man ins Krankenhaus geht, beim Arzt, dann ist man gleich 1.000 Baht los, plus eben halt Medikamente, und das bekommt man von der Versicherung nicht bezahlt. Es sei denn, es ist ein Unfall gewesen, da bezahlt die Versicherung sehr wohl. Aber man muss immer aufpassen, wie hoch die Rechnungen sind. Viele bekommen ja auch bis zu 10% der Kosten zurück, wenn man die nicht in Anspruch nimmt. So, dann sind wir ja gleich schon bei der Versicherung. Da habe ich die Pacific Cross. Mit 3 Millionen bin ich da versichert, also jetzt mittlerweile schon Standard geworden. Das war früher mal, glaube ich, 500.000, aber das haben sie jetzt auch erhöht auf 3 Millionen. Da ist man mit 8.100 weg, und das sind 216 € jeden Monat. Handy hat jeder, das kommt jetzt darauf an, welchen Vertrag man hat. Ich habe einen, glaube ich, mit 500 Baht jeden Monat. Internet bezahle ich 650 Baht, dann habe ich 1 Gigabyte Upload und Download und Upload 500 Megabyte. Netflix gibt es hier auch, da muss man mit 500 rechnen, das habe ich aber mittlerweile gekündigt, weil da zu wenig Spielfilme sind, die deutsch synchronisiert sind, und da habe ich davon Abstand genommen. Ja, und dann genießt man sich ja mal im Coffeeshop. Dann genießt man ja im Coffeeshop sich mal einen Kaffee und sonstiges, 5-mal 150 Baht. Thai essen, 15-mal jeden zweiten Tag mal Thai essen gehen.
ins Restaurant geht man zweimal, also 400. Das ist also sehr individuell und kann also auch sehr teuer sein, vor allen Dingen, wenn man da essen geht, wo die Touristen sind. So, und hier unten habe ich nochmal das offen gehalten, wenn man eine thailändische Freundin hat, weil ja diese Liste vielseitig ist. Da kann man also eintragen hier, wie viel Taschengeld man ihr im Monat gibt. Und wenn ein Kind da ist oder mehrere Kinder, die für eine Privatschule, dann bezahlt man also auch da ein paar Baht. Das kann man dann hier eintragen. Und dann sehen wir sind bei 102 € plus. Habe ich schon lange nicht mehr gehabt, aber das ist auch, weil da kein Auto drin ist. Wenn ein Auto jetzt noch drin ist, dann ist das eine rote Zahl. So, und dann können wir weiter runter scrollen. Da sind dann noch Informationen. Hier gibt es dann auch Fehlbetrag, steht denn hier 125.400. Das ist also das, was mindestens auf dem Konto sein muss für die Immigration. Wie gesagt, das müssen wir beachten. Und hier unten sind dann noch einige Informationen, die eingetragen worden sind. Ja, das wär's. Und jetzt gucken wir mal hier, wenn wir jetzt einen anderen Wechselkurs haben, wenn wir hier auf 34 das eintragen, dann sind wir schon bei 44 € miese. Ihr seht, das geht also ganz schnell. Und ich hatte ja gesagt, wir hatten mal 32,6 und da mussten einige das Land verlassen. Da sind wir schon bei über 100 € minus. Also achtet bitte darauf, dass man Geld hat hier, das A und O, ansonsten muss man eben halt das Land verlassen. Hier oben werde ich noch einige Verlinkungen bringen zu den anderen Preislisten, die ich gemacht habe. Ich hoffe, ich habe euch damit geholfen. Diese Liste werde ich als Link unter meinem Film bringen und ich hoffe, dass das klappt, dass die in die Cloud bei mir reinkommt und ihr die dann downloaden könnt, kostenlos natürlich. So, vielen Dank für eure Aufmerksamkeit. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.